Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen. Neues Tutorial von Tutorius. Hier möchte ich nochmal was mit Schriften zeigen in FreeCAD. Und zwar, wie man Schablonen mit einer Schrift produziert, die man dann auch wirklich nutzen kann. Und das, obwohl die Schrift nicht riesengroß ist. Riesengroß, also die Schrift, die ich hier produziere, die hat so eine Höhe von 6,5 bis 7 Millimeter und diese Schablonen sind hinterher wirklich nutzbar, um eben Texte dann mit Farbe zu übertragen auf irgendwelche Gegenstände. Okay, fangen wir an. FreeCAD ist gestartet, eine neue Datei. Ich mache mal gerade oben die dass er sieht, was ich tippe, also Steuerung Alt N für ein neue Datei. Nee, das war es leider nicht. Steuerung N für eine neue Datei. Und da haben wir die neue Datei eingelegt. Bevor ich damit loslege, ein paar Beispiele von Fonts. Ich habe hier 2 Fonts rausgepickt. Die sind aus Linux entnommen. Die kriegt man aber wahrscheinlich überall im Internet. Die scheinen ganz gut geeignet zu sein. Und zwar, das ist von Adobe, die von Source Code Pro als Bold und noch fetter, da er eigentlich noch besser geeignet ist, Source Code Pro und Black. Ich habe auch Areal hier zur Verfügung, was jeder unter Windows hat, aber da habe ich festgestellt, dass die Buchstaben, wenn man damit schreibt, viel zu dicht zusammenrücken und dann verbunden sind. Das möchte man aber nicht. Dann lässt sich das ja hinterher schwerer drucken und vor allen Dingen schwerer vom Brett wieder abziehen. Deshalb habe ich mich für diese Fonts hier entschieden. Ich werde jetzt einfach mal den Source Code Pro Black nutzen. Als ich das getestet habe, habe ich mit dem Bold gearbeitet. Okay, wir fangen an. Neue Datei ist da. Und wie beginnen wir? Erstmal erzeugen wir die Schablone selbst. Die bekommt eine gewisse Länge und eine gewisse Höhe. Gemacht habe ich dieses Tutorial hier, weil jemand nach einer Schablone gefragt hat, die man wo man Pfeile mit beschriften kann. Und wenn man das in PLA druckt, kann man das mit heißem Wasser ganz einfach um so einen Pfeil rumbiegen. Und deshalb ist auch die Breite dieser Schablone eben auf den halben Umfang eines Pfeiles limitiert. So, dann legen wir los. Also neuer Körper, wir machen eine Zeichnung auf XY. Und da ist die Zeichnung, dann zeichnen wir hier ein Rechteck rein. So, das wird erstmal schön symmetrisch zu diesem Punkt hier. Also die beiden äußeren, dann der mittlere, dann einmal S drücken auf der Tastatur, symmetrisch. Oder ihr klickt halt hier dieses Symbol. So, jetzt werden die Maße festgelegt. Und zwar dieses Maß hier. Das können wir entweder hier oder wir drücken Shift und D. Und das wird eine Formel, und zwar dieser Pfeil, der hat wohl einen Durchmesser von 5,6 mm. Das heißt 5,6 mal Pi und geteilt durch 2, weil es der halbe Umfang werden soll. Und dann kommen wir hier auf 8,8 mm. Und okay, so die Länge. Das ist jetzt eigentlich beliebig, die kann ich jetzt einfach hier so ziehen. Das Teil kann ruhig ein bisschen länger sein, weil es muss ja auch irgendwie aufgebracht werden und man muss es anpacken können. Wenn man das jetzt nicht für einen Pfeil benutzt, sondern auf Papier, dann sollten auch so Angreifpunkte dran sein. Also schauen wir mal, was haben wir hier für eine Länge. Machen wir es ruhig mal 100 mm lang. So, jetzt wird daraus eine Aufpolsterung gemacht. Da klicken wir hier hin und das wird nur 0,8 mm dick. Das ist also sehr dünn. Wenn man das druckt, dann gibt das nur ein paar Schichten. Das heißt 0,8 geteilt durch 0,24 ist also 3 bis 4 Schichten. Wie gesagt, das kann man drucken und es ist auch gut handhabbar.
Jetzt möchte ich hier einen Text reinsetzen. Damit ich das hier sehe, mache ich das erstmal hier durchsichtig. Das heißt, den Body anklicken. Das nennen wir einfach mal Grundobjekt. Und dann drücken wir STRG D und können hier die Transparenz auf irgendwas in der Mitte einstellen, 50%. Jetzt ist das so halb durchsichtig und nicht vergessen, hier auf Schließen zu klicken. So, weiter geht's. Der Text soll generiert werden. Wir klicken einmal hier oben auf das Objekt. Dann wechseln wir in den Draft-Modus und fügen hier einen Text ein. Das machen wir mit dieser Funktion hier, Form von Text. Dann wird hier ein Punkt festgelegt. Wo soll es hin? Ich lasse jetzt mal hier links ein bisschen Platz zum Anpacken. Klicken wir dahin. So, ein Text soll das bekommen. Das heißt jetzt Tutorius. Und das ist eigentlich, doch, ein O ist drin. Ein Buchstaben haben wir, der noch hinterher nachgearbeitet werden muss. Das ist gut. Texthöhe 8 mm, aber es passt sowieso nicht. Der wird viel zu groß, dieser Text, das weiß ich jetzt schon. Jetzt wird die Schriftartendatei ausgewählt und das ist hier bei Linux ist das unter User Share und dann Fonts. Na, wo sind wir? FI Fonts. Da sind Fonts. Dann habe ich hier diese Adobe Source Code Pro und dann kann ich jetzt Source Code Pro Black auswählen und einmal öffnen drücken. Dann steht der Font da drin und eigentlich können wir jetzt schon hier auf OK klicken. Jetzt ist der Text leider gedreht. Den kann man jetzt aber einfach verdrehen. Das heißt, ich klicke einmal dahin. Dann geben wir hier den Winkel minus 90 Grad. Und der Winkel wird 90 Grad. Und jetzt sieht man 8 mm, da hat halt wenig mit zu tun. Ich weiß nicht, warum eine Schrifthöhe da eingegeben wird, wenn da sowas rauskommt. Aber das soll jemand anders wissen. Ich weiß es jedenfalls nicht. Ich mache jetzt eine Skalierung hiervon. Da mache ich eine Kopie. Ich will also das nicht verändern, sondern einen Klon davon anzeigen oder eine Kopie. Das heißt, das soll der Punkt sein, um den skaliert wird. Und dann haben wir hier einen Faktor. Und da gebe ich jetzt ein 0,3. Das ist viel zu klein. 0,5. Schauen wir uns das mal an. 0,5. 0,6 ist wahrscheinlich zu groß. Ja, also 0,55. Das sieht doch ganz gut aus und okay. So, dann können wir den hier unsichtbar machen und haben jetzt hier diesen Text. Den kann ich jetzt noch verschieben, dass er so ein bisschen oben und unten dieselben Abstände bekommt. Und dann sind wir fertig damit. Nun wechselt man aus dem Draft-Modus in den Part-Modus. Will man das Gitter weghaben hier, dann klickt man einmal hier auf dieses Gitter, dann ist das weg und dann wechselt man in den Part-Modus. So, im Part-Modus, wir klicken den Text an und der ist jetzt, wenn man das hier so sieht, kann man mal von der Seite gucken, der liegt da so mitten matschig drin. Also auf der Y-Fläche liegt der. Aber sei es drum, der soll jetzt hier extrudiert werden. Das macht man mit dieser Funktion hier. Da können wir hier 2 mm nehmen, weil das Ding ist ja arg dünn hier. Und das Ganze symmetrisch und einfach einmal OK drücken und fertig ist das Schnittobjekt. Schauen wir uns das von der Seite an. Das guckt unten raus. Ja, das passt. Gut, dann eine Aufsicht, aber ist eigentlich an sich egal. Ich mache jetzt hier weiter das Grundobjekt. Da wähle ich jetzt wieder die Funktion Formteil
Create a Copy und Form aufbereiten. Das ist dasselbe, was ich mir hier hingelegt habe. Die werde ich jetzt benutzen, weil das immer viel zu lange dauert. Das heißt, das ist jetzt das Grundobjekt. Hier von diesem Text mache ich auch eine solche Kopie. Dann habe ich die beiden hier liegen und kann die jetzt voneinander abziehen. Okay, machen wir. Grundobjekt, dann das anklicken, diese Funktion hier wählen. Ein bisschen warten, schon ist der Text hier rausgeschnitten. So, ich habe hier 2 Buchstaben, die hinterher nachgearbeitet werden müssen. Da sind diese Inseln hier drin. Die möchte ich natürlich auch nutzen, aber die würden ja nach dem Druck nicht mehr mit der Schablone verbunden sein. Also müssen wir da nacharbeiten. Wie machen wir das? Auch relativ einfach. Es wird ein neues Objekt erstellt. Das heißt, ich wechsle wieder in den Part oder doch wieder in den Part Design Modus, erzeuge einen neuen Körper. Das hat er jetzt nicht gemacht. Ich muss erstmal daneben klicken. So, jetzt geht's. So, den kann ich auch benennen. Muss ich aber nicht unbedingt, aber ich benenne ihn Steg oder Stege. Und da werden Stege reingesetzt, die eben diese Inseln hier verbinden. So, das heißt, hier machen wir eine neue Zeichnung. Ich deselektiere erstmal diesen Cut, beziehungsweise, nee, das mache ich nicht. Ich mache auch hier kurz einmal STRG D und mache den halb durchsichtig. Und dann können wir in Stege einfach eine neue Zeichnung generieren. Okay, das Feld ich habe es vergessen, das zu schließen. Das kann man hier jetzt mit Ja, kann man das bestätigen. Dann wieder auf der XY-Ebene. Ne, das ist eigentlich falsch. Oder ist das falsch? Gerade schauen. Ne, ist richtig. Das ist richtig, die Stege, und ich wechsle wieder in die normale Ansicht. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir die Stege konstruieren. Also wir zeichnen hier ein Rechteck ein. So, ein Rechteck ein. So, hier zeichnen wir auch ein Rechteck ein. Und das mache ich hier auch nochmal. Ziehe ich aber bis hier hin. So, dann machen wir erstmal die Breiten hier. Die und die sind gleich. Also Taste E drücken. Und dieser Steg, Shift D, der kriegt ein Maß von 0,5 mm. Und dann schauen wir uns das so an. Wir können das jetzt hier so verschieben. Okay, so sieht das gut aus. So, was wichtig ist, die beiden müssen verbunden werden. Das heißt, die mache ich blau und verbinde die jetzt hier mit 2 Linien, dass es hinterher auch garantiert ein Objekt gibt. Und jetzt löschen wir hier noch die ungenutzten Teile raus. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Der und der weg, und hier auf der Seite genauso. Da bin ich daneben geklickt. Der und der. So, meine Stege sind fertig. Warum muss ich die hier verbinden? FreeCAD kann keine 3D-Objekte im Part-Design-Modus erzeugen, die nicht zusammenhängen. Deswegen muss das ein zusammenhängendes Objekt werden, oder ich hätte 2 Objekte konstruieren müssen. Viel zu viel Aufwand. Also schließen wir das hier und erzeugen aus dieser Zeichnung eine Aufpolsterung, und die wird nun auch 0,8 mm in der Höhe, und dann liegen die Stege da so drin. Gut, derjenige, der die Anfrage da gestellt hatte, der hatte hier noch so 3 so
Striche nebeneinander, die auch gedruckt werden sollten. Die möchte ich gleich auch noch hier rein konstruieren. Zunächst mache ich aber die Stege hier fertig und aus diesem Steg machen wir erstmal wieder, das kann ich auch hier im Part Design Modus machen. Ach, das habe ich hier, habe ich auch die Funktion hingelegt, diese im Part Design Create a Copy Form aufbereiten. Das heißt, den bitte einmal aufbereiten und den Cut bitte auch mal aufbereiten. Dann habe ich die beiden hier liegen. Das heißt, der Cut und die Stege werden verbunden. Das wird im Part-Modus gemacht mit dieser Funktion hier. Eine Vereinigung, ein bisschen warten und dann ist es da. Und hieraus kann ich jetzt auch wieder einen neuen Körper machen. So, das wäre jetzt die Schablone eigentlich fertig. Ich will aber hier noch diese 3 Teile dahin konstruieren. Das machen wir wieder im Part Design Modus. Das heißt Part Design Modus. Ich habe das hier selektiert, klicke auf einen neuen Körper. Dann macht er mir hier so ein Base Feature rein und ich kann jetzt hier konstruieren. Da kann ich einfach hier oben draufklicken, eine neue Zeichnung machen und kann jetzt hier die 3 Striche konstruieren. Die muss ich nicht verbinden, weil die werden ja da rausgeschnitten und nicht werden keine einzelnen Objekte. Okay, diese 3 Striche, die mache ich über Polygone. Fängt mal einfach völlig frei an. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und jetzt werden die entsprechend bearbeitet. Das heißt, der hier ist horizontal. Der ist horizontal. Der ist auch horizontal. Der war es schon. Okay, dann haben wir eine Gleichheit zwischen diesen Linien hier. Das heißt, die 6 Stück selektieren, Taste E, equal, dann sind die gleich. So, dann werden der zu der zu der, das ist jetzt Shift P für parallel, oder ihr klickt halt hier, es ist Gleichheit da auf Parallelität, oder wie gesagt Shift und P, dann sind die parallel, so die und die sind auch gleich, Taste E, und der und der, die sind horizontal verbunden. So, dann haben wir, was können wir noch machen? Den mit dem vertikal, den mit dem vertikal. So, jetzt sind die schon mal recht vernünftig zusammen. Bemaßen wir noch. Wir setzen mal das Maß hier. Ne, ich mache das hier. So, das Maß, das soll sein 3 mm und das Maß hier, das soll sein auch 3 mm oder -3, und dann kann man jetzt noch hier ein bisschen mit rumspielen. Welche Dicke sollen die kriegen? Sagen wir mal 3 mm. Er ist zu fett. Machen wir 2,2 mm. So, dann kann man hier noch einen Winkel festlegen. Taste A. 65 Grad. Und 2 so Punkte kriegen einen Abstand. Ne, das mag er nicht. Warum nicht? Habe ich das schon festgelegt? Bin jetzt nicht ganz so sicher. Wahrscheinlich hierdurch. Ist nur noch ein Freiheitsgrad. Das heißt, wir setzen auch das Maß hier fest. Das sind dann 25 mm. Und dann ist das komplett festgelegt. Diese 3 Striche. Muss ich gerade mal schauen. Wie habe ich denn
den Abstand hier festgelegt. Okay, irgendwie ist er fest. So, da haben wir die 25 mm und schließen das Ganze. Dann können wir das einfach abziehen lassen und dann haben wir da also 3 so Striche drin. Okay, und diese Schablone, der gebe ich jetzt einen Namen hier. Das ist Tutorials 1 und okay, dann können wir das exportieren, Steuerung E. Erstmal speichere ich aber die Datei ab, Datei speichern unter. Es kommt nicht ins Font-Verzeichnis, sondern in mein Wurzelverzeichnis, da das Verzeichnis FreeCAD, das haben wir hier, kriegt ein neues Verzeichnis 2021 10 15 Strich, das nennen wir mal Tutschap, ja. Okay, Doppelklick, das ist Tutschap und dann können wir es exportieren, Steuerung E, und dann kriegt das den Namen Tutschap und -tutorials1.stl speichern. So, einmal Cura starten und schauen, wie das Ganze gesliced wird. Da ist nicht sonderlich viel zu beachten bei so einem dünnen Teil hier. So, na kommst, da ist Cura. Wir öffnen die Datei. Also, da muss man wieder hier ein bisschen warten. So, dann einmal FreeCAD. Müsste hier unten irgendwo sein. Tutschap. Und da haben wir die STL-Datei. Da liegt sie. So sieht das Ganze aus. Und dann schauen wir uns das. Ich habe hier ein Profil. Das ist eine Kopie von meinem Standardprofil. Also das ist Layerhöhe 0,24 mm, Liniendicke 0,4. So, die restlichen Einstellungen hier sind relativ klar. Outer before Inner Walls, das ist in dem Fall relativ egal, weil wir keine Überhänge haben. Filter or Tiny Gaps, okay, das kann er ruhig machen. So, wichtiger ist, das sind auch hier Standardeinstellungen, Infill 20%, spielt ja auch keine Rolle, weil das ist viel zu dünn, als dass Infill überhaupt angelegt wird. So, Material drucke ich mit 215 Grad. Das Material, was ich gerade hier nutze, könnte ich bestimmt auch kälter drucken. So, Speed 100 mm Maximum. Cooling habe ich hier auf 10%, 10 Sekunden die minimale Layer Zeit eingestellt. So, dann schauen wir mal. Experimental Support Speed Material Infill Top Button. Ein Parameter ist noch nicht ganz unwichtig. Den muss man jetzt erstmal finden, und zwar dass Small Walls, dünne Wände gedruckt werden. Print Thin Walls. Okay, das kann man aktivieren. Ich sehe, ich habe es nicht aktiviert gehabt. Es hat funktioniert. Ich mache es trotzdem mal an. Und dann gehen wir her und slicen das Ganze. Und schauen uns das in der Vorschau an. Und da sieht man diese hier diese Stege, die werden wirklich ganz dünn hier mit reingedruckt. Und so ein Teil hier, das druckt halt wirklich 4 Minuten. Es wird vielleicht 6 brauchen auf meinem Drucker. Und dann hat man die Schablone fertig und die ist auch wirklich nutzbar. Will man die halt um etwas Rundes drum biegen
egal in welche Richtung. Dann einfach einen Pott mit heißem Wasser hier oder da anpacken, in diesem Wasser schwenken und dann um das runde Objekt legen und das geht einwandfrei, dann abkühlen lassen und dann bleibt das in diesem runden Zustand und man kann es auch als runde Schablone benutzen. Okay, das war's zu diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos hier gefallen, dann lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und damit wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Video von Tutorius. Tschüss!